Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen News-Video. Und zwar wollen wir uns heute mit dem neuen IT-Sicherheitsgesetz 2.0 auseinandersetzen. Und zwar wollen wir klären, was denn jetzt eigentlich die neuen Kompetenzen von unserem werten Bundesamt sind. Ja, dazu ganz kurze Voranmerkung hier. Und zwar, das Ganze ist aktuell ein Entwurf. Ja? Das ist alles nur ein Entwurf. Es ist noch nichts final. Das Ding muss noch einige Sachen durchgehen, einige Stages durchgehen. Und es gibt auch ständig neue Änderungen. Das ist jetzt allerdings ein Entwurf, der zur Abstimmung eingereicht wurde. Das heißt, das ist jetzt erstmal so die aktuelle Version. Und wenn niemand was dran zu meckern hat, dann kommt das Ding natürlich so durch. Und wir wollen uns kurz angucken, was da eigentlich so dabei ist. Wie gesagt, das Ding ist aktuell eine Ressortabstimmung. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, gibt es das Ganze in der Beschreibung auch noch ein bisschen ausführlicher. Ich habe euch da einen Link dazu. Genau. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, was steht denn da eigentlich alles drin? Und was genau bedeutet das Ding denn überhaupt? Das ist eigentlich eine Zusammenfassung für mehr Kompetenzen fürs BSI. Das BSI ist das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist einfach nur lang, um zu sagen, das Amt für IT-Security. Okay? Deswegen verwirrt mich das auch jedes Mal, dass das S vor dem I steht. Aber hey, ja. Okay, das heißt, was genau kann denn jetzt das BSI machen? Nun, zunächst einmal, das BSI soll eine Hackerbehörde werden. Das heißt, sie sollen nicht nur Blue Team machen, sondern auch Red Team, also wirklich auch angreifen, also aktiv auch angreifen. Das bedeutet, sie sagen hier, ja, wir wollen tatsächlich nach Schwachstellen suchen und diese Schwachstellen auch uns genauer angucken. Das heißt, sie wollen wirklich hergehen und Sachen wie Portscans durchführen. Sie wollen aber auch Sachen wie zum Beispiel Standardpasswörter oder häufige Passwörter durchprobieren. Damit meinen die allerdings nicht euer Instagram oder einfach irgendwelche Social-Media-Kanäle. Damit sind gemeint Sachen wie zum Beispiel Serverpasswörter, Routerpasswörter, IoT, also von zum Beispiel irgendwelchen intelligenten Endgeräten, irgendwie solche Passwörter, dass diese Geräte nicht einfach für jeden von außen verfügbar sind, was man auch relativ leicht überprüfen kann, ob sie das sind. Das heißt, hier werden tatsächlich Techniken angewandt, die ich euch auch gezeigt habe und zu denen ich offiziell gesagt habe, sie sind eigentlich nicht erlaubt, außer ihr besitzt dieses Gerät. Das BSI besitzt aber natürlich nicht die Geräte in ganz Deutschland, daran ändert sich nichts. Das BSI bekommt jetzt einfach diese Kompetenzen zugesteckt, die eigentlich illegal sind. Diese Kompetenzen sind aus Gründen illegal, und zwar, wenn ich das jetzt machen würde, dann könnte ich, wenn ich natürlich ein Passwort finde, das funktioniert, könnte ich damit natürlich ganz üble Dinge machen. Also nehmen wir mal an, ich kann von außen auf einen Server zugreifen, weil dort ein Dashboard das Standardpasswort drin hat. Das heißt, ich kann mich auf diesem Admin-Dashboard einloggen und kann dann dort zum Beispiel mit Admin alles zugreifen, ja, auf alles zugreifen. Das heißt, ich kann aber auch Benutzerdaten auslesen, ich kann E-Mail-Adressen auslesen, ich kann Plugins installieren, ich kann die ganze Seite löschen, ich kann Posts editieren. All diese Dinge könnte man mit so einem vernünftigen oder mit einem funktionierenden Passwort tun. Wenn ich einen Portscan durchführe, dann könnte ich zum Beispiel bei einem der Server oder irgendwo im Internet eine Kamera finden, die einfach so direkt öffentlich zugänglich ist. Oder ich könnte tatsächlich auch hergehen und einen offenen FTP-Server finden, wo Dateien drauf sind. Das heißt, die kann ich mir dann alle ziehen. Das heißt, das BSI hat dann auch wirklich Zugriff auf sensible Dateien und nun ja, kann damit im Endeffekt tun, was es möchte. Das ist im Endeffekt auch das, was aber die Hacker können. Und im Endeffekt ist das BSI jetzt dafür beauftragt, das zu verhindern. Also, dass die Hacker quasi sowas tun. Das heißt, das BSI scannt einfach quasi für ganz Deutschland alle Server, alle Services durch, regelmäßig sozusagen. Die werden das wahrscheinlich automatisiert laufen lassen, einfach die ganze Zeit irgendwelche, wirklich die Standardtests, die wirklich jeder durchführen kann, die werden die wahrscheinlich einfach automatisiert laufen lassen. Sie haben auch tatsächlich in dem Gesetzesentwurf wörtlich von Shodan gesprochen. Shodan ist eine Suchmaschine für eben IT-Security, habe ich auch schon in meinen Videos vorgestellt, werde ich hoffentlich hier drauf verlinken. Und genau, also solche Dinge machen die dann da tatsächlich und versuchen das damit eben zu verhindern. Das heißt, sie kontaktieren die betroffenen Leute, zumindest steht das so im Gesetzesentwurf drin. Aber man muss natürlich drauf vertrauen. Okay. Dann als nächstes ist das BSI nun befugt, als Patcher zu agieren. Das heißt, sie installieren tatsächlich Patches
Und ja, das meint so viel wie, sie können, wenn sie auf irgendein System eindringen konnten, also erfolgreich irgendwo eine Schwachstelle gefunden haben, dann können sie jetzt da hingehen und sagen, hey, dein System ist nicht sicher, mach mal Fix drauf. Und wenn derjenige nicht reagiert, sprich er macht keinen Fix drauf, dann ist das am BSI tatsächlich jetzt bevollmächtigt, einen Patch selbst zu installieren. Das Problem ist allerdings hier, es gibt natürlich häufig gar keine Patches. Also klar, natürlich ist es nett, wenn sie das Ganze patchen wollen, aber es gibt häufig gar keine Patches. Also das ist tatsächlich, das sind alles Zitate wirklich, 1:1. Ich habe daran nichts verändert, die stehen so in dem Entwurf drin. Also zum Beispiel jetzt dieser IoT-Kühlschrank, der hier im Gesetzesentwurf genannt wurde, den zu patchen, das traue ich dem BSI schon zu, aber nur, wenn es einen solchen Patch gibt. Ansonsten müssten die den Patch ja erstmal noch entwickeln. Und das wird in häufigen Fällen gar nicht möglich sein, beziehungsweise gar nicht existieren. Aber wenn natürlich Leute sich einen IoT-Kühlschrank kaufen und da funktioniert halt das Update-System nicht, dann könnte jetzt das BSI in diesen IoT-Kühlschrank eindringen und dort einen Patch drauf installieren. Das hat so ein gewisses Geschmäckle, sage ich jetzt mal. Vor allem, weil tatsächlich Staatstrojaner legal ist. Das heißt, man darf den Staatstrojaner einsetzen, die Polizei darf das tun. Und das BSI hat diesen Staatstrojaner mitentwickelt und es ist tatsächlich hier die Rede auch von Nicht-Unternehmensinhalten. Also IoT-Kühlschränke sind ja jetzt nichts, was sich normalerweise ein Unternehmen kauft, sondern das betrifft dann auch Privatleute. Das heißt, das ist theoretisch möglich, dass das BSI auf eurem Kühlschrank zugreift und dort den Staatstrojaner quasi installiert oder irgendein Trojaner installiert. Zumindest ist es im Gesetzesentwurf nicht anders geregelt. Also es ist nicht ausgeschlossen, sagen wir es so. Es steht aber auch nicht drin, dass sie es machen würden. Es steht eigentlich nur drin, dass sie diese Sicherheitslücken schließen, was eigentlich was Gutes erstmal ist. Und man braucht natürlich auch hier wieder Vertrauen. So, dann das nächste, was sie machen sollen oder als was sie agieren sollen, was ich besonders gut finde, sie sollen als Security-Forscher engagiert werden. Das heißt, sie sagen hier, sie haben jetzt tatsächlich den Auftrag, Sicherheitsrisiken, Sicherheitsvorkehrungen und Schwachstellen zu suchen, also in Software und allen möglichen, und die dann auch zur Verfügung zu stellen. Und hier kommt allerdings jetzt ein Punkt, wo ich sagen muss, warum steht denn das da drin? Hier steht drin, soweit also sie müssen diese Schwachstellen, die sie da gefunden haben, müssen sie nur veröffentlichen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist oder für Dritte zur Wahrung ihrer Sicherheitsinteressen erforderlich ist. Es ist immer für die Sicherheitsinteressen erforderlich, dass man über Schwachstellen Bescheid weiß. Aber ich nehme an, dass dieser Paragraph hier erstmal drin steht, um zu sagen, okay, wenn wir eine Schwachstelle finden auf, sagen wir jetzt einfach mal Nginx, oder nehmen wir wieder den IoT-Kühlschrank. Nehmen wir an, Sie finden eine Schwachstelle in diesem IoT-Kühlschrank, dann werden Sie nicht die ganzen Privathaushalte anschreiben, weil die sowieso den Kühlschrank nicht patchen können. Sie werden aber höchstwahrscheinlich dann den Hersteller des Kühlschranks anschreiben, dass der einen Patch liefern muss. Und deswegen ist es für Dritte, also für diese Privatpersonen, nicht wirklich wichtig, dass die Bescheid wissen, dass da eine Security-Schwachstelle auf ihrem Kühlschrank ist. Es ist sogar eher hinderlich, weil Privatpersonen können natürlich dann auch böse Hacker sein, sage ich jetzt mal. Und dann ist es sogar hinderlich für diese Security- oder Sicherheitsinteressen. Das heißt, sie werden den Hersteller anschreiben und der muss dann einen Patch liefern. Wenn dieser Hersteller allerdings außerhalb von Deutschland ist, dann ist der Hersteller erstmal nicht gezwungen, oder irgendwas zu tun, was das BSI von ihm verlangt. Und für solche Zwecke soll dann das BSI eigentlich diese Patches selbst installieren können. Außerdem will das BSI den Hersteller ein bisschen genauer auf die Finger gucken. Denn tatsächlich scheint es so, als würde man den 5G-Netzen nicht vertrauen, beziehungsweise generell allen möglichen Komponenten von Drittanbietern nicht mehr vertrauen. Man weiß scheinbar nicht mehr, was genau eigentlich da zu erwarten ist. Also ich habe jetzt mal hier das 5G gehighlightet, weil das irgendwie so in aller Munde ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass unser Staat denkt, dass 5G für irgendwas verantwortlich ist. Aber was hier im Endeffekt steht,
um mal klarzustellen, wo eigentlich die Schwachstelle von 5G liegt oder generell von Technik, die nicht in Deutschland hergestellt wurde. Die Schwachstelle liegt erstmal dabei, dass natürlich Daten gesammelt werden über die ganzen technischen Geräte. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Smartphone habt, das von sich aus innen drin schon eine Software installiert hat, die Daten über euch sammelt, die nicht gesammelt werden darf, dann kann man das erstmal nicht so komplett rausfinden, weil natürlich das ist ja erstmal keine Malware oder keine Schadsoftware, die Daten über euch sammelt, sondern das ist erstmal so gewollt. Das heißt, es ist erstmal keine Schwachstelle vorhanden. Und deswegen hat jetzt das BSI, beziehungsweise soll das BSI die Kompetenzen bekommen, den Herstellern ein bisschen genauer auf den Zahn zu fühlen. Das heißt, bevor eine Technologie in Deutschland zugelassen wird, wie zum Beispiel eben 5G, muss geprüft werden, ob die Technik bzw. die Hersteller der Technik auch vertrauenswürdig sind. Im Fall von 5G speziell ist halt das Problem, das Ganze ist ultra virtualisiert. Das heißt, da werden auch wirklich Daten gesammelt, während man das Ding benutzt. Und anschließend landen sie halt in den Händen von den Herstellern. So, und die Hersteller sind in dem Fall nicht unbedingt deutsch. Das heißt, nehmen wir jetzt einfach mal an, ihr habt ein chinesisches Handy und China sammelt Daten, weil China einfach wirklich Daten über die eigenen Bürger enormstens sammelt. Dann werden die das eventuell auch über andere Bürger machen. Das heißt, wenn wir ein chinesisches Handy haben, dann gehen die ganzen Daten an China. So, und dann könnte man da dann einfach sagen, man schaltet perfekte Werbung oder man verarbeitet Daten, man tut Dinge, die man halt mit den Daten nicht machen darf. China fällt natürlich nicht unter deutsches Recht, weil es fällt nicht mal unter europäisches Recht. Das heißt, die dürfen rein rechtlich gesehen in ihrem Land mit den Daten machen, was sie wollen, auch wenn das nicht unbedingt gut ist. Aber um das jetzt zu verhindern, muss natürlich eine Technologie, die importiert wird, also von China auf deutschen Markt kommt, zum Beispiel eben die Handys, die müssen genauestens untersucht werden. Und eine rein technische Untersuchung reicht da nicht aus, weil natürlich auch legitime Hersteller schicken Daten an die jeweiligen oder sammeln Daten. Das heißt, nehmen wir einfach mal an, ihr nutzt Windows, ja, dann sammelt Windows über euch natürlich Daten, aber nur so, wie es in den AGB auch drin steht, und die AGB werden natürlich geprüft, ob die vertrauenswürdig sind, beziehungsweise ob die dem Verbraucherschutz auch wirklich so konform gehen. Und wenn jetzt aber Daten gesammelt werden und anders verarbeitet werden, dann ist das nicht okay. Das heißt, man darf das einfach nicht. Und da muss man, wie gesagt, aktuell einfach noch vertrauen, weil man kann nicht jeden Code reverse engineeren, das funktioniert einfach nicht. Und man kann auch nicht darauf vertrauen, dass die Daten, die gesammelt werden, so weiterverarbeitet werden, wie es in den AGB drin steht. Das heißt, jede Technologie muss genauer untersucht werden, um eben einen Missbrauch zu vermeiden. Was ich an sich eine wirklich gute Sache finde. Denn ja, wer weiß schon, was die ganzen Handys heutzutage tun. Aber wer weiß, vielleicht haben wir dann in 2 Monaten oder 2 Jahren, wenn das Ding auch wirklich da ist, überhaupt keine Handys mehr, weil die alle Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun sollten. Aber gut, das weiß man natürlich nicht. Ja, und das ist tatsächlich ein großer Punkt. Auch in dem Gesetzesentwurf wurde das so angesprochen. Das Ganze hört sich erstmal mega komplex an und wirkt für mich auch sehr, sehr sportlich, wenn ich das so sagen darf. Steht aber auch im Gesetzesentwurf drin, dass das BSI hart aufgestockt werden soll. Also viel, viel mehr Hacker sollen da angestellt werden. Das heißt, wenn ihr als Hacker gerade einen Job sucht, BSI sozusagen, ja, was mich daran ein bisschen stört, ist, dass man natürlich das Vertrauen braucht in diese Behörde, wenn die wirklich anfangen darf zu hacken. Aber im Endeffekt hat man sowieso ein Vertrauensproblem, wenn man Schwachstellen irgendwie hat. Und die meisten Systeme werden irgendwelche Schwachstellen haben. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich eine Behörde haben, die als White-Hat-Hacker zuständig ist sozusagen, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Was wir allerdings tatsächlich bräuchten, wäre hier eine Kontrollinstanz für das BSI. Das heißt, das BSI, und das steht nirgendwo jetzt im Gesetz drin, das ist einfach jetzt nur meine Meinung, was das Ganze wirklich seriös und gut machen würde. Das BSI kann gerne als White-Hat-Hacker unterwegs sein, ja. Ich bin da absolut dafür. Ich bin ja selbst ein White-Hat-Hacker, wenn man so möchte. Ich suche auch nach Schwachstellen. Wenn jetzt auch vielleicht
nicht unbedingt in ganz Deutschland, aber ich suche auf manchen Systemen auf Schwachstellen und dementsprechend ist das schon sinnvoll. Aber man braucht natürlich den Auftrag, den das BSI hier erstmal nicht hat. Das heißt, niemand weiß davon, ob man gepentestet wird oder nicht. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wenn jetzt das BSI auf meinen IoT-Kühlschrank, den ich nicht besitze, aber hätte ich einen, wüsste ich nicht, dass das BSI darauf zugreifen kann, beziehungsweise überhaupt einen Pentest ausprobiert. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, man braucht hier eine Kontrollinstanz, weil man hat ja an sich keinen Vertrag für einen offiziellen Pentest. Man braucht eine Instanz, die dem BSI auf die Finger guckt, dass das, was da passiert, auch wirklich legitim ist. Und diese Instanz sollte nicht staatlich sein. Das wäre quasi wie wenn ich mir selber auf die Finger gucke, dass ich nichts Illegales mache. Das heißt, man müsste das BSI auch noch dazu verpflichten, all ihre Tätigkeiten wirklich öffentlich zu legen. Natürlich nicht sofort, weil ansonsten natürlich auch Schwachstellen, die noch nicht gefixt werden, öffentlich werden, aber nach einer Weile muss das BSI dann einfach immer jedes Detail, was sie gefunden haben, protokollieren. Und das wäre für mich dann wirklich eine Instanz, wo ich sage, okay, da kann ich drauf vertrauen. Und ja, gelegentlich müsste man natürlich auch zum Beispiel den Chaos Computer Club einladen, um zu gucken, ob das auch wirklich in Ordnung ist, was die da machen. Also eine dritte Instanz, die nicht unbedingt staatlich ist, sondern vielleicht Community organisiert ist. Ja, vielleicht guckt sich das BSI ja tatsächlich mal mein Video hier an. An sich, wie gesagt, kein schlechter Vorschlag hier, vor allem weil auch Dinge wie Klarnamenpflicht und verschiedene andere Sachen wie Verschweigen von Schwachstellen erstmal so rausgeflogen sind. Zumindest konnte ich die in dem Gesetzesentwurf nicht mehr finden. Aber ja, man muss natürlich auch dafür sorgen, dass das Volk einem vertrauen kann. Und da das BSI mich auch schon kontaktiert hat, ich hatte auch schon mit denen ja, regelmäßigen E-Mail-Kontakt eine Weile lang. Vielleicht guckt ihr euch das Video an. Wäre cool, wenn ihr darauf reagieren würdet. Schreibt mir ganz gerne auch eine E-Mail, wenn ihr das gesehen habt und vielleicht was machen wollt. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.